Hallo meine Lieben, heute wollte ich euch mal wieder eine Geschenkbox zeigen, die ihr mit dem Plotter schneiden könnt, und die ist in Form eines Reisekoffers, und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch gleich. Damit ihr seht, was wir heute machen werden, das wird so ein kleiner Reisekoffer, wo ihr echt schon viel Platz drin habt. Und heute ist es ein bisschen anders als die vorherigen Boxen oder die meisten vorherigen Boxen. Wir machen diese effektiv mit dem Plotter. Und da fangen wir jetzt auch gleich an mit. Was ihr für diese Box braucht, ist 3 Papiere oder so, zumindest so wie ich das mache. Ich habe ein Papier, mit dem ich den Innenteil der Box machen werde. Das ist so ein 200 Gramm weißes Papier. Dann habe ich einen Bastelkarton in Braun. Da werden die quasi Verziehungen von diesem Koffer, die schneide ich auf dem. Und dann habe ich noch ein drittes Papier, das ist eigentlich auch dieser weiße Karton, der 200 Gramm Karton, wo ich einfach ein Design drauf gedruckt habe. Und das wird quasi die Basis der Ummantelung sein. Das ist das. Dann habe ich hier gestempelt, und zwar mit diesem Stempelset. Da habe ich diese einmal drücken aus der Ferne, fand ich super passend zu diesem Koffer dazu. Dann habe ich 3 Kreise ausgestanzt mit der 3/8 Stanze, um hier eine Dimension zu geben. Und dann habe ich hier noch, übrigens, das habe ich ausgestanzt mit diesen Stitchlines. Und dann habe ich hier noch 2 Elemente ausgestanzt, einmal in dunkelblau und einmal in braun mit diesem Stanzset, und habe dann ein Element in der Mitte geschnitten, weil ich werde dann das quasi als Erweiterung oder Schattierung von diesem Element verwenden. Ich würde sagen, bevor wir an den Plotter gehen, machen wir auch kurz gleich diese Teile fertig, dann haben wir das schon und das ist vom Tisch. Das heißt, ich klebe hier einerseits diese Kreise aufeinander und die dann da drauf. So, dann haben wir diesen Taler schon mal, und hier muss ich noch ein bisschen anpassen, weil wenn ich das jetzt hier dahinter kleben würde, wie ich das haben will, würden hier die Ecken hervorgucken, und die schneide ich noch zurecht. Jetzt kann ich wunderbar das hier hinten dran kleben. Und dann kann ich hier den Taler noch draufkleben. So, und dann haben wir hier das Element, was dann auf den Koffer drauf kommt, schon fertig. Und jetzt, um die Box dann ausplotten zu können, müssen wir ja zuerst das Design haben, und dafür gehen wir jetzt zusammen auf den Canvas. Jetzt auf dem Canvas gehen wir hier zu den Projekten. Dann könnt ihr hier Koffer eingeben, und dann ist es diese Mini-Geschenkbox in Kofferform. Da klickt ihr drauf, und dann habt ihr hier 2 Elemente, diese grüne Box und diese braune Box, und da müsst ihr jetzt jeweils draufklicken auf beide Elemente, und dann übernimmt es euch das auf den Canvas. Und wenn ihr da jeweils drauf geklickt habt, dann könnt ihr das Fenster wieder schließen. Und dann sieht euer Canvas so aus, und euch hat das Ganze auch verschiedene Ebenen angelegt. Jetzt, damit ich weiß, was ist, werde ich das entsprechend auch beschriften. Diese grüne Box hier hinten ist meine Basisbox. Das ist die, die ich weiß haben werde. Das ist eine. Dann habe ich
hier diese quasi senffarbene Box. Das ist die, die bei mir im Designpapier gedruckt oder geplottet werden wird. Und der ganze Rest das heißt hier diese Elemente sollte es eigentlich alle Gruppen markiert haben. Genau. Also von hier bis hier sind alles diese braunen Elemente. Das ist das, was bei mir dann beige werden wird. Die gruppiere ich noch als gesamte Gruppe und sage da beige. So weiß ich genau, welche Elemente was sind. Jetzt, ich werde die Größe nicht verändern, ich nehme die wirklich so, wie sie ist. Wenn ihr die Größe verändern wollt, dann müsst ihr wirklich dran denken, dass ihr komplett alles markiert und erst dann die Größe verändert, damit es dann wirklich auch noch zusammenpasst. Was ich jeweils mache, ich richte das so auf dem Canvas aus, damit ich das möglichst platzsparend ausplotten kann. Das heißt, ich nehme zuerst diese weiße Box, drehe die und platziere die hier schön in die Ecke. Dann gehe ich zum Beigen und platziere die hier auch in der Ecke. Muss ich kurz den Lineal anzeigen. Ich weiß, mein beiges Papier ist 29,7 cm lang und das wird hier auf jeden Fall ausreichen. Das heißt, ich lasse die Elemente genau da jetzt, wo sie sind. Und dann haben wir noch das Designpapier. Und das schiebe ich jetzt auch schön hier oben in die Ecke. Wunderbar. So. Und was ich jetzt machen werde, ich nehme das Beige, sperre die beiden anderen Ebenen und übergebe das an den Plotter und plotte zuerst das aus. Dann komme ich wieder zurück, sperre die Ebene, gehe zur nächsten, lege das entsprechende Papier ein, plotte das aus. Und dann sperre ich noch die oberen beiden Ebenen und entsperre die unterste, zeige die an und übergebe die an den Plotter und plotte das aus. Und übergeben ist jeweils unter Datei einfach hier Datei an das Internet übertragen. So, die erste Datei, die ich jetzt übergeben habe, ist die weiße Box. Das heißt, ich packe hier das weiße Papier auf den Canvas oder auf die Matte drauf. Und dann nehme ich den Plotter. Beim Plotter kann ich jetzt sagen, hier Datei abrufen. Und dann habe ich genau diese weiße Box, sage OK, sage schneiden. Jetzt muss ich zuerst gucken, dass ich das Messer richtig eingestellt habe. Das heißt, die Schnitttiefe, Papier schneide ich immer mit einer 5. Das habe ich schon so eingestellt. Das heißt, das Messer kann wieder rein. Und jetzt kann ich die Matte einfügen. Und dann kann ich dem Ganzen auch schon sagen, schneiden. Wenn er fertig ist, kann ich hier sagen, gib mir die Matte wieder raus. Und dann kann ich das wunderbar auch schon lösen. Der hat das wunderbar geschnitten und auch die Perforierungslinien hier wunderbar auch schon eingezeichnet. Jetzt nehme ich das nächste Element. Und zwar wird es das sein, was ich mit dem Designpapier ausschneiden werde. Das heißt, ich lege das Designpapier auf die Matte und übergebe kurz die andere Datei. Dann kann ich hier auf Home gehen
und wieder auf Muster abrufen. Und jetzt hat er diese Datei. Kann ich sagen, okay, schneiden. Jetzt braucht er natürlich auch die Matte wieder. Und jetzt kann ich dem sagen, schneiden. Wenn er fertig ist, auch hier wieder Matte ausgeben lassen. Und auch das hat er wunderbar geschnitten. Das Designpapier behalte ich noch kurz in der Nähe, weil da müssen wir noch was machen. Und das ist der Rahmen für die Box. Dann packe ich das braune oder beige Papier noch drauf. Und übergebe auch kurz diese Datei. Dann kann ich auch hier wieder sagen Muster, das abrufen. Dann habe ich auch wieder diese Dateien, kann sagen schneiden. Und dann die Matte eingeben. Und dann sagen loslegen. Und auch hier, wenn er fertig ist, okay, Matte rausgehen lassen. Dann brauchen wir den Plotter nicht mehr. Und die einzelnen Elemente können wir wunderbar vom Canvas lösen. Diese beiden Elemente brauchen wir nicht, das waren nur die Innenteile, die können wir weglegen. Und den Rest müssen wir jetzt zusammenkleben. Ich fange immer mit der Basisbox an, das ist diese weiße. Und hier habt ihr eben wunderbar diese perforierten Linien. Die könnt ihr jetzt einfach kurz nachziehen. Und die Box können wir jetzt auch schon zusammenkleben. Das heißt, wir werden hier diese Laschen festkleben und dann kommt das am Schluss noch drüber. Guckt ihr einfach hier auch schön, dass ihr die Kanten übereinander liegen habt. Und macht das kurz mit dem Falzbein fest. Dann noch diese beiden Außenlaschen. Die kommen einfach hier so reingelegt. Und dienen eigentlich hauptsächlich der Stabilität von dieser Box. So, als nächstes nehme ich hier die Ummantelung und versuche hier die Perforierungslinien zu finden. Und dann kommt hier dieses Stück auf diese Klebelasche. Wie immer am einfachsten geht, wenn ihr das einfach hinlegt und dann die andere Seite drüber klappt. So, jetzt habe ich vorhin gesagt, das Designpapier legen wir nicht zu weit weg, weil wenn ich diese Box jetzt hier reinschiebe, habe ich zwar ringsherum wunderbar eine Verzierung, aber diese Seiten sind weiß und die möchte ich gerne auch mit diesem Designpapier haben. Deshalb messe ich hier kurz, wie groß das sein muss. Das sind 6,8
mal 3,4. Das heißt, ich schneide aus dem Designpapier kurz 2 Stücke in dieser Größe und gucke mir hier den Verlauf des Designs an. Hier habe ich die Klebelasche hinten und das will ich, dass das meine Rückseite ist. Und deshalb gucke ich jetzt hier von der Vorderseite her. Das heißt, das Design muss so sein und so werde ich hier 2 längliche Stücke ausschneiden. Und so kann ich die jetzt noch auf die Seiten kleben. Die Box wird so reinkommen, dass die Hinterseite von dem her. Und das Design muss ja so sein. Wenn euch das nicht gefällt, könnt ihr den Schritt natürlich auch weglassen. Ich finde es halt einfach schöner und für mich schließt es das Bild ein bisschen schöner ab. Ich arbeite hier die ganze Zeit mit einem Zementitflüssigkleber. Wenn ihr lieber mit Klebestreifen oder Doppelklebestreifen arbeitet, könnt ihr natürlich auch das machen. Ich habe es einfach lieber so. So, das heißt, wenn ich die jetzt reingebe, habe ich hier wunderbar auch das Designpapier auf den Seiten. So, jetzt kommen wir zu den anderen Elementen. Da haben wir einerseits die Rahmen, die kommen hier vorne und hinten drauf. Da schließt ihr wirklich schön mit den Kanten ab. Durch dass das mit dem Plotter geschnitten ist, sollte das eigentlich absolut perfekt passen. So, dann habt ihr hier oben, das wird der Henkel, den machen wir am Schluss. Und dann habt ihr hier 8 solche Halbkreise quasi. Das sind für beide Seiten sind da 4 und die kommen hier drüber. Und jetzt müsst ihr immer so ein bisschen gucken, okay, wie müssen die da drauf? Weil das Thema ist, ihr habt hier eine kleine Ausbuchtung und dann macht ihr die Knicklinie nach hinten. Weil das kommt jetzt hier so ran, dass es mit diesem Teil hier abschließt und diese Kante, diese Falzlinie oder perforierte Linie hier auf der Seite liegt. Und so müsst ihr dann bei jedem Element gucken, wo muss was hin. Das wäre schon mal die Vorderseite und jetzt noch die Rückseite. So, dann hätten wir das und ihr habt gesehen, ich habe jeweils diese Elemente erst umgeknickt, als ich gesehen habe, wo sie hin müssen, weil je nachdem muss man es nach vorne oder nach hinten knicken. So, jetzt können wir hier den Koffer schon wieder reinmachen. Voilà. Und jetzt hat er hier oben noch einen Henkel. Und da ist es so, es hat auf beiden Seiten 2 Perforierungslinien. Die innere kommt in die Richtung und die äußere kommt in die Richtung. So,
Und dann kommt hier auf diese beiden Elemente Kleber. Und so können wir das jetzt hier oben möglichst mittig platzieren. Immer gucken, wo vorne ist. Das ist vorne. Ich gucke einfach, dass ich von oben und unten mittig bin und natürlich auch in der Mitte der Box und dass das hier möglichst einen richtigen Winkel hat. Und dann kommt vorne noch unser Element drauf. Und da das hier so ein bisschen ein Vintage-Koffer ist, werde ich hier nicht Diamanten, sondern so kleine Perlen aufbringen. Und fertig ist unser kleiner Koffer und ihr seht, ihr habt da echt schon richtig viel Platz drin. Und der ist doch super süß geworden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr habt Lust, das Ganze auch nachzubasteln. Wenn dem so ist, dann drückt auch gerne auf den Like-Button unten. Und die ganzen Materialien, die werde ich euch natürlich wie immer unten in die Links reinstellen. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut es doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!